Und damit grüß euch und Servus zur 24. Fangen wir gleich mal mit Leuten an, die weder wissen, was ein Überholabstand ist, noch was man vielleicht beim Gegenverkehr nicht machen sollte. Gesenkter Blick, Stöpsel im Ohr, so schießt man sie ein Eigentor. Na, aber jetzt einmal im Ernst. Leute, macht so einen Schmarrn bitte nicht. Dann links, soweit das. Was wird das jetzt? Das ist, wenn man überholen muss und so tut, als würde man abbiegen. Ja, dann bitteschön. Wenn man schon die Chance hat, jemand anderem zum Helfer, eine Nettigkeit zum geben, dann tut's es. Tut nicht weh. Und manchmal kommen andere Leute auch schon helfen mit ganz kleinen Sachen. Blinken zum Beispiel. Und wenn's mich bei sowas dann schmeißt, dann interessiert's natürlich keinen. Leute, Radlfahrer brauchen einen Platz und den nehme ich mir inzwischen auch. Ich verstehe einfach nicht, warum man nicht gescheit überholen kann. Ich meine, wir sind doch genauso Verkehrsteilnehmer wie jeder andere auch. Und wenn einem das nicht passt, dass auf einer öffentlichen Straße andere Leute unterwegs sind, ja, da muss man sich halt ein Privatgrundstück kaufen, von mir aus auch gern auch in Sibirien, da kann man sich dann ein paar Schneemänner aufbauen, da kann man so knapp vorbeifahren, wie es einem recht ist. Wenn man dann einmal hängen bleibt, dann interessiert es auch keinen, aber nicht da. Siehst du das? Es geht doch. Ah, schöne Staubwolken ziehst du da hinter dir her, ich freue mich schon drauf. Ich hab's so im Gefühl, dass ich zu dem irgendwann, irgendwie schon mal was gesagt hätte, wo das sei. Gut hast du das gemacht, bist ja schon so viel weitergekommen mit der Aktion. Der ist ein Stück auf meiner Spur gefahren, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Na, wer hat's gesehen? Kleiner Tipp beim Anhänger. Rechts kommt der Radler, links ist auch frei, Werner. Oh, doch nicht. So blöd. Die sind so blöd. Halbert hinausfahren, dann doch stehen bleiben. Gut, dass ich abgebogen bin. Das ist eine super Idee. Dass man beim Radlfahren nicht immer so perfekt die Spur halten kann, ist mir schon klar. Aber da ist doch was im Spiel, oder? Kriegt wieder einer die Kurven nicht mit seinem Stadtpanzer. Die Spur wieder nicht. Also wegen den 50 Meter fahre ich da jetzt nicht nur mal drauf, um gleich wieder runterfahren zu müssen. Also tut mir leid. Ich bin jetzt gerade auf einer ausgeschilderten Radlstrecke unterwegs. Bloß das mit dem ausgeschildert sei, da muss man manchmal ein bisschen suchen. Schilder sieht man überhaupt
Also, ich muss nach Aschheim. Dann muss ich jetzt nach links. Gut, schauen wir einfach mal. Trotz dass das eine ausgewiesene Radlstrecken ist, das schaut mir so aus, als darf's da auf eine Schnellstraße oder so gehen und daneben ist wahrscheinlich kein Radlweg. Also ich fahre zwar gern und viel, aber das habe ich mir dann auch nicht mehr traut. Das glaube ich, mache ich lieber nicht. Ich sag jetzt nichts mehr, hilft dir eh nix. Naja, ist zwar durchgezogene Linie, aber immerhin, der Wille war ja ansatzweise da. Man muss ja bescheiden sein. An so einem Radlweg da die mal an anderer Stelle auch schon öfters wünschen. Da hast schön deine Backen dazwischen, du hast dann Platz. Da fahren die Autofahrer nicht einfach so ein bisschen knapper an dir vorbei. Wenn's dann Schutzstreifen hast mit einer weißen Linie dazwischen oder gestrichelt, das interessiert ja überhaupt keinen. Da können sie ja auch über die Linie fahren. Das tut am Auto ja nicht weh. Und schon wieder auf der Radeltour. Wo ist das Schüttel? Da ist es. Wer stellt denn das da auf? Ja, zuvor habe ich gesagt, man muss ja öffentliche Straßen teilen, das stimmt schon. Aber so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Sie sind hier überall Schnecken. Leise. So, und mit dem schönen Sonnenuntergang und die Nudistenschnecken entlasse ich euch für heute schon wieder. Ich wünsche euch was, macht's es gut, Servus.